Heute stelle ich euch NoGPT zu, ein mächtiges KI-Werkzeug, das wir uns heute einmal im Konkreten angucken. Wir wollen ein YouTube-Video von uns von Deutschen ins Englische übersetzen und damit meine ich nicht die Beschreibung, nein, ich meine die Audiospur und wie wir hier einen Workflow aufsetzen, da führe ich euch mal durch. Das Ganze funktioniert mit dem Voice-Generator und das führt uns am Ende zum Erfolg. Also seid gespannt. Wir gehen da jetzt einmal durch. Wenn ihr NoGPT öffnet, und das macht ihr im Browser, indem ihr die URL eingebt in die Adresszeile, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ihr euch einen Account besorgt. Wir gucken gleich nochmal auf die Preisstruktur. Der Funktionsumfang ist beachtenswert. Wir haben erstmal Transkriptionsfunktionen, eine ganze Menge, wie wir hier sehen. Wir haben auch die Möglichkeit, mit Voices zu sprechen, Text-to-Speech oder auch andersrum Voice Cloning, was wir uns gleich noch genau angucken. Bildbearbeitung ist auf jeden Fall ein großes Thema mit reichhaltigen Möglichkeiten von Hintergrundbearbeitung über auch Enhancen, das heißt die Auflösung verändern und viel mehr. Wir haben einen AI-Videogenerator dabei, wo ihr auch hier ganz top moderne Modelle auswählen könnt, wie beispielsweise die DALL-E 2.5. Das ist relativ frisch. Dann haben wir noch unterschiedliche Modellfunktion hier die Erstellung von Präsentationen oder ihr habt hier einen vielfältigen Chat, in dem ihr ja im Prinzip Claude, GPT und jeweils die neuesten Modelle, die wir hier im Angebot haben, entsprechend auswählen könnt. Also es ist im Prinzip ein Multiplikator hier, in dem ihr entsprechend loslegen könnt. Die Preisstruktur von NodeGPT, ihr braucht einen Account und ihr braucht auch entweder Pro, Unlimited oder Max, hier entsprechend mit unterschiedlichen Monats- und Jahresbudgets, Budgets, die ihr dann entsprechend erwerbt für die Gebühr, die ihr bezahlt und unterscheidet sich im Prinzip in der Unterscheidung in der Menge von Credits und in der Menge von Generationen, also von Werkstücken, die ihr herstellt. Alles kontrollieren könnt ihr hier unten links. Hier seht ihr die aktuellen Account-Informationen von euch. Wenn wir jetzt einmal starten wollen, wir beginnen mit dem Voice Cloning. Wir wollen ganz gerne ein deutsches Video in ein englisches Video übersetzen und das per Audio. Das Audio. Dazu wollen wir meine Stimme klonen und das machen wir hier über das AI Voice Cloning. Ihr seht hier, ich importiere direkt ohne Umwege einfach mal eine Audiodatei, 800 Kilobyte groß, aufgesprochen von mir, genauso wie ich das jetzt hier gerade ins Mikrofon tue. Das Ganze wird dann einen Moment analysiert und ihr habt dann eben die Möglichkeit nachzuvollziehen und eure Stimme in anderen Videos zu benutzen. Das ist ganz fantastisch und ihr seht die Flexibilität gleich einmal in Aktion. So, guckt mal hier, Clone successful, das ging richtig schnell und dann starten wir auch direkt rein. Wir drücken nun auf Speichern und Benutzen und ihr seht dann, dass wir hier unter My Voices eine neue Stimme haben. Wir vergeben einen Namen, wir geben meinen Namen und ein Label. Das ist ganz entscheidend. Ich gebe hier Male, also männlich und Deutsch an. Das können wir aber auch gleich noch einmal ändern. Das werde ich auch tun, weil ich werde im Nachhinein feststellen, dass ich so gar keine englische Sprache sprechen kann, denn so ist es tatsächlich nur für Deutsch getaggt. Wenn ihr dann aber ein englisches Tag reinmacht, dann funktioniert das trotzdem. Also, jetzt haben wir Schritt eins gemacht. Wir haben eine Stimme, die wir verwenden können. Jetzt haben wir also meine Stimme aufgezeichnet, haben ein Stimmmuster von mir und jetzt holen wir uns erstmal ein Video rein, das wir übersetzen wollen. Dazu nutzen wir die Funktion Free YouTube Transcript Generator. Wir haben hier auch die Video-to-Text-Variante, aber ihr seht hier in den Laschen oben Video oder YouTube-Video unterscheidet sich da kaum und ihr kommt immer wieder zur selben Funktion. Hier haben wir ein Video von mir. Es geht hier um einen Kaffeeaufschäumer, Milchaufschäumer und wir fügen hier einfach nur den Link ein und sagen Generate. So, und Analyze und das Ganze passiert dann auch
entsprechend schnell. Wir haben dann direkt hier ein Transkript, ein vollständiges, korrektes Transkript mit Zeitangaben und auch Fachbegriffe sind richtig mit eingefügt, wie zum Beispiel konkrete Bezeichnungen, Abkürzungen wie Milliliter oder eben die Produktbezeichnung. So, ihr könnt den Timestamp hier mit reinnehmen in die Zwischenablage oder auch nicht. Ich habe das jetzt im Moment reingenommen. Wähle jetzt die AI-Chat-Funktion aus, nehme ChatGPT, die GPT 5.6 Modell und möchte jetzt mit Hilfe von GPT das Ganze sauber nach Englisch übersetzen. Weitere Einstellungen sind hier eigentlich nicht notwendig. Ich mache nur Übersetzen nach Englisch, sodass die Vorlesezeit gleich bleibt. Das ist natürlich wichtig. Am Ende soll der Text natürlich dann auch noch weiter zum Bild passen und dann haben wir das entsprechend. Nun sehen wir, ich habe den Timestamp hier noch mit drin stehen. Er übersetzt das natürlich ganz prima und korrekt und hat auch damit dann die Länge eingehalten. Entferne jetzt noch einmal die Timestamps, sodass wir dann einen sauberen englischen Text haben. Den können wir nämlich jetzt direkt weiterverwenden und gehen dann direkt in den nächsten Arbeitsschritt, nämlich in den Voice Generator. Und hier fügen wir tatsächlich direkt den englischen Text ein und wählen unter My Voices die von mir angelegte Stimme. Das haben wir eben gemeinsam gemacht. Die wählen wir aus. Ihr seht auch, die ist englisch getaggt inzwischen. Wir nehmen gerne High Quality, das ist natürlich ganz besonders, hört sich dann entsprechend natürlich an. Wenn ihr das noch justieren wollt im Rahmen der Audiolänge zur Videolänge, dann habt ihr hier unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt die Sprechgeschwindigkeit einstellen, das habe ich gerade getan. Ihr könnt hier auch die Stimmung noch einstellen und bei Pause könnt ihr auch noch kleine Sprachpausen einstellen. Und jetzt haben wir hier das fertige Ergebnis. Hello everyone. If you want great milk foam like this for your cappuccino or latte macchiato or na, das soll mal reichen, aber da habt ihr mal einen Eindruck gewonnen, wie das Ganze funktioniert und ihr könnt die Sprechgeschwindigkeit noch einstellen. Ihr habt gesehen, ich habe in der Zwischenzeit das MP3 runtergeladen. Ihr habt die Möglichkeit, das als MP3 oder Wave-Datei runterzuladen. Ich kann nun ins Video gehen, hier unter Sprachen hinzufügen und entsprechend die heruntergeladene MP3-Datei hochzuladen. Und somit hat jetzt YouTube eine Audiospur für eines meiner vorhandenen Videos auf Englisch. Das wird hier nur noch verarbeitet und dann ist der Prozess durch. Ich füge dann noch unterschiedliche andere fremdsprachige Attribute ein und bin dann fertig. Ihr seht also die reichhaltigen Möglichkeiten dieses Tools, zur späteren Zeit auch noch weitere auf meinem Kanal.